Russland. Russland, ein großes Land. Ich finde, Russland ist ein schönes Land. Und der Putin. Putin? Ja. Diktatur, Unterdrückung halt. Wodka. А теперь вторая часть нашего опроса о том, что простые немцы думают о России и русских. Не забудьте включить субтитры и приятного просмотра. In den letzten Monaten ist ja viel darüber in Medien zu hören, dass Russland aggressiv sei irgendwie. Finden Sie, dass von Russland aus eine Gefahr für Europa oder vielleicht für russische Nachbarn ausgeht? Nee, Nee. das kann nee. Nee, sehe ich für Europa zumindest keine Gefahr. Also das kann man also jetzt mal hier als Normalbürger schwer einschätzen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das russische Volk irgendwo auf, sag ich jetzt mal, auf Krieg oder auf irgendwelche Konfrontationen aus ist. Wenn man den Medien glaubt, scheinen sie schon aggressiv zu sein. Die Medien übertreiben ja, meistens immer und diese- verdrehen Sachen manchmal ein bisschen und da weiß man nicht, ob alles immer so stimmt, wie es gesagt wird. Aber auf der anderen Seite, ich kann das genauso gerade im Moment nachvollziehen. Auch die russische Politik kann ich genauso nachvollziehen insgesamt. Okay. Also auch was Putin macht, der wird zwar von vielen dafür kritisiert, aber die Amerikaner sind auch nicht besser. Also ich denke immer wieder daran, soll ja diesen Fall gegeben haben, dass die Russen die amerikanischen Atomraketenbasen betrachtet haben und dann hat der Satellit angezeigt, dass eine Atomrakete startet und dann hat der russische Kommandeur aber quasi gesagt, das kann nicht sein, das machen die Amerikaner nicht und hat dann nichts unternommen. Und dabei hätten die Amerikaner das gemacht, dann wäre Russland ausgelöscht worden. Und von dem her denke ich, die Russen, also natürlich auch die agieren, aber sie halten sich zurück. Für Europa würde ich sagen nicht unbedingt, weil das ist ja immer noch ein bisschen der Konflikt mit Amerika eher, anstatt mit Deutschland und Europa. Wobei ja Deutschland und Frankreich sich da auch ziemlich stark beteiligen. Aber ich denke, eine große Gefahr werden die nicht sein, da man ist heutzutage einfach so aufgeklärt und intelligent, dass es da nicht so was Schlimmes wie damals geben könnte. Das hoffen wir alle. Also das beantwortet wahrscheinlich ein Nachbar von Russland, wo direkt daneben ist, etwas anders, wie vielleicht ich aus der Entfernung. Ne? Ja, gut, Sag ich mal. Aber für Europa- Europa glaube ich nicht, denke ich nicht, weil ich denke, dass der Putin trotz all dem auch ein europäischer Gedanke hat. Ne? Der unterscheidet sich vielleicht in bestimmten Sachen, wie auch immer. Ne? Menschen haben immer die gleiche Meinung, logisch. Ne? Aber die sind garantiert auch annehmbar und man findet da bestimmt einen Konsens dann in irgendeiner Form. Ne? Ich würde sagen, von Russland aus nicht. Auf der anderen Seite, man tut sich ja schwer, wenn man heute sagen muss, so einen Putin verstehe. Ja? Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich gewisses Verständnis für manche seiner Reaktionen, wenn ich auch grundsätzlich, wie gesagt, es einfach für besser hielt, wenn es in Russland mehr Demokratie gäbe. Aber dass das russische Volk aggressiv ist, das glaube ich nicht. Vielleicht ist Putin einfach in einer Position, wo er sich in die Defensive gedrängt fühlt. Gerade so, wenn man diese ganze Geschichte anguckt mit dem Zusammenschluss oder mit dem Anschluss dieser ehemaligen Staaten an die NATO. Darin sehe ich eine Gefahr, dass das Volk, das einfache Volk, sage ich jetzt mal, nicht so die Möglichkeit hat, auch mal einen Deutsche kennenzulernen oder auch einen Franzose kennenzulernen. Und dass eben das schöner wäre, wenn wir da mehr Möglichkeiten hätten, auch mal einfach nach Russland reinzukommen und auch mal da uns frei zu bewegen und vielleicht mal auch Freundschaften, Kontakte zu knüpfen und auch andererseits von russischem Volk zu anderen Völkern. Das würde ich mir gerne vorstellen. Das würde ich mir wünschen, dass das leichter gemacht wird und einfacher werden könnte. Und dann würde ich auch darin sehen, dass dadurch auch eine Gefahr von der Bedrohung, die man vielleicht immer so empfindet, als Deutscher, dass es dann zurückgeht. Ja. Und sollte Ihrer Meinung nach Deutschland gute Beziehungen mit Russland anstreben? Wäre es wünschenswert? Jederzeit, selbstverständlich. Ja, Wir kommen grundsätzlich nicht ohne gute Beziehungen miteinander aus. Also das sehen wir es auch so. das geht nicht. Ja. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit so mächtigen Nachbarn, sage ich mal, einfach gute Beziehungen haben. Ne? Muss man pflegen, das gab es in der Vergangenheit, waren die auch gut. Gab immer mal so Aufs und Abs, aber grundsätzlich muss man diese Beziehungen pflegen. Wir haben ja eigentlich schon relativ gute Beziehungen, die könnte man noch ein bisschen verbessern. Ich finde, alle Länder so gegenseitig sollten eigentlich gute Beziehungen haben zueinander. Das ist meine Meinung. Ja, ich denke auch, Russland ist eigentlich relativ stark von der Macht her und dann ist es blöd, sich gegen die zu stellen. Ja, definitiv, ja. Ja, also das sollten wir
wir sollten praktisch einen Pakt schließen, dass wir praktisch zusammenstehen in Notzeiten. Jeder soll sein eigenes Land führen, wie er will, aber wenn es in Notzeiten kommt, da sollte man einen Pakt schließen, dass man zusammensteht. Weil das, was damals war, muss man auch mal vergessen können. Weil wir können da nichts mehr dafür. Damals meinen Sie im Zweiten Weltkrieg? Ja, Zweiter Weltkrieg. Auf jeden Fall, das ist eine Notwendigkeit. Nur gemeinsam schaffen wir es vielleicht in Verbindung mit dem IS jetzt, ja. Okay. Und also USA und Russland. Ich denke, dass wir gute Beziehungen zu Russland haben, denke ich. Ne? Okay. Zwar jetzt vielleicht nicht bei allen Regierungsmitgliedern, sage ich immer, aber ich denke, die meisten, und auch wirtschaftlich, denke ich, dass das sehr gut funktioniert. Ne? Okay. Wäre nicht schlecht, also Frieden schadet ja nie, von dem her wäre es auch gut, wenn man mit Russland näher zusammenarbeiten würde. Ich finde es auch schlecht, dass dieser NATO-Rat zum Beispiel ausgesetzt wurde, nachdem die Krim annektiert wurde, redet jetzt jeder wieder davon. Jetzt wäre es gut, man hätte so ein Plenum, wo man miteinander sprechen können. Jetzt muss man wieder eine andere Möglichkeit suchen, um zusammenzukommen, ohne dass irgendeiner das Gesicht verliert. Ja. Und das finde ich schade. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wir gute Beziehungen haben zu Russland. Also ich finde es nie gut, wenn es Krieg gibt und wenn deswegen viele Menschen sterben. Und da finde ich es genau, und da ist auch egal auf welcher Seite, ich finde es einfach nicht gut, was da passiert ist. Ja. Und nun komme ich schon zu meiner letzten Frage. Es geht ein bisschen über die Geschichte, und zwar über die, wie schätzen Sie die Rolle der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg? Ist es eine Befreiung für Deutschland gewesen? Ja, doch. Also ich meine, die Deutschen waren halt komplett verrannt in ihrer Politik, und dass die daran halt bis auf den letzten Mann quasi festgehalten haben, da gab es keine andere Möglichkeit fast, um das auch für die ganze Welt zu regeln, weil sonst wären noch viel mehr Leute ums Leben gekommen da. Ich hatte den Zweiten Weltkrieg noch gar nicht. Ich schon, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hätte es so lange schon her. Ja, das war eine Befreiung, ganz bestimmt. Von dieser... Es war eine Befreiung von der Diktatur, des NS-Regimes. Ja. Ja. Und es hat dazu geführt, dass zumindest 3 Teile von Deutschland richtig frei waren. Der Nachteil war, dass ein Teil unter dieser sowjetischen Besatzung war, was sich weniger gut ausgewirkt hat, aber was inzwischen auch seit 25 Jahren überwunden ist. Aber grundsätzlich haben uns die Russen zusammen mit den anderen Alliierten von Hitler befreit. Das war auf jeden Fall positiv. Das ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, eigentlich sind ja die Deutschen Richtung Russland marschiert. Die hatten ja, sag ich jetzt mal, letztlich keine Wahl, sich dagegen zu wehren. Dass das mit der DDR dann eben 40 Jahre gedauert hat, um die wieder sozusagen zu Deutschland wieder zurückzuführen. Ja, das war schwierig einzuschätzen für eine Generation, die danach ist. Wie gesagt, damals wurde ja Deutschland gespalten und dann wurde die DDR von den Russen kontrolliert und auch unterdrückt. Wenn man heute das so hört, was damals gegangen ist, ne? Da gab es einen kleinen Teil, die hatten ein gutes Auskommen, die hatten, wie soll man sagen, auch westliche Waren, aber das waren nur die in der Partei waren und die auch praktisch von Russland ein bisschen gedeckt wurden. Weil alles, was gut war von der DDR, ist dann nach Russland gegangen und die Schrotte haben sie da gelassen. Ne? Im Nachhinein würde ich sagen, es war eine Befreiung. Ja. Es war einfach, die Rote Armee hat letztlich ja unter anderem einen Schlussstrich gezogen oder mit einem Schlussstrich gezogen zu dem NS-Staat, ja, und den Gräueltaten der NS. Das heißt Befreiung, also befreit haben uns ja quasi die Amerikaner und die Franzosen damals durch den Einzug dann in Deutschland. Die russische Armee im Zweiten Weltkrieg, das eine Befreiung für Deutschland gewesen ist, ne, würde ich verneinen. Ne? Also eine Befreiung als solches. Ne? Also wenn Sie dort auf ansprechen, die Befreiung als solches, muss ich sagen, Befreiung war das, dass praktisch die Alliierten, sprich auch mit Russland eben, also in der Gesamtheit Deutschland befreit haben vor dem, ich sage mal, vor dem Größenwahnsinn, ne? Als solches. Ne? Also sagen wir vom Hitler, von dem Größenwahnsinn, ne? Als solches. Ne? Das ist positiv, richtig, ja. Okay. Ja. Это была вторая и последняя часть нашего опроса, проведенного в одном небольшом городе на юго-западе Германии в конце ноября 2015 года. Мы никак не отбирали респондентов и не подвергали их ответу цензуре. Если вы еще не видели первой части этого опроса, то обязательно посмотрите ее, она по ссылке на экране и в описании видео. Кроме того, вы можете посмотреть подобный опрос, проведенный в России.
Жмите лайк, подписывайтесь на наш канал Иллюстрацию и Гакус и добавляйте ролик к себе. А в комментариях можете написать, что вы думаете по поводу этого вопроса. Единственная просьба, если вам кажется, что немцы предвзяты, неправы или не осведомлены, первым делом подумайте, может быть, у них есть на то какие-то свои причины, чтобы действительно считать именно так и никак иначе. Думаю, в таком ключе дискуссия будет гораздо интереснее.